Tanja und ich werden heute meine Karre aufmotzen für Brian und Joel. Wir sind zu einer Werner-Rallye eingeladen und sollten dafür eigentlich das Oldsmobil bekommen. Das ist so ein V8, irgendwie so ein großes schwarzes Auto. Das Oldsmobil ist aber komplett im Arsch. Deswegen nehmen wir jetzt mein Fahrzeug und die Idee ist, Brian und Joel so ein bisschen reinzulegen. Wir werden hier ein paar verschiedene Sachen einbauen. Ich habe überlegt, eine Hupe. Hupen beim Bremsen ist richtig geil. Links. Hä? Was ist das? Also es gibt so ein paar Überraschungen, die wir jetzt in diese Karre einbauen werden. Davon wissen die beiden dann aber nichts. Fahren mit der Karre los, hinten sitzt dann im besten Fall ein Kameramann drin und dann werden die Stück für Stück unsere Überraschung abbekommen. Erzähl du doch mal was über dich. Ich bin Tanja und ich schraube normalerweise an Sportwagen. Aber auch ganz viel Ami-Schlitten und so, ne? Ja, aber auch ganz viel Ferrari und Lamborghini und solche Sachen, ja. Siehst gar nicht so aus. Wie sieht man denn aus? Weiß ich nicht, gelackt dachte. So, also pass auf, lass uns anfangen. Ich habe das extra gesaugt heute Morgen für dich. Das ist das Wichtigste, ja? Weil es sonst stank. Funktioniert das nicht. Ja, es stank auch. Bist du bereit für richtig extravagante Power? Das ist der kleinste Motor. Volvo ist ein richtig cooles Auto. Ist so, hier hat man noch Platz, da kannst du dich reinstellen in die Lücken zwischen den Sachen, die da wichtig sind, damit das fährt. Eben. Ich habe keine Ahnung. Alles ich gut. kann noch ein paar Sachen zeigen. Batterie. Kühlwasser. Oh, glüht aber da, wa? Was ist das denn? Das ist Öl im Kühlwasser. Ist das was Gutes? Ja, es ist toll. Es wird dann besser geschmiert. Nee, sag mal eben, das ist scheiße. Und das ist komplett leer. Hättest du mal auch. nicht aufgemacht, hätte man gerade mal gucken können, ob deine Kopfdichtung was hat. Das sieht richtig kacke aus. Wirklich jetzt? Ja. Warum hast du das jetzt aufgemacht? Wollte dir zeigen, dass hier Kühlwasser drin ist. Also nicht. Dass hier eine Kühlwasser-Ölmischung drin Genau, ist. guck mal, was ich Die gemacht weit habe. unter Minimum ist. Ja, die ist leer. Was kann das denn für Auswirkungen haben? Die läuft doch noch. Ja, noch, dass die Kopfdichtung kaputt geht. Das haben wir ja jetzt hier. Weil wenn er zu warm wird und das Ist wäre wirklich im ohne Arsch? Ja. Aber der fährt ja noch. Ja, irgendwann fährt er aber nicht mehr. Ernsthaft, jetzt haben wir jetzt hier ohne Scheiß gerade ein Riesenproblem entdeckt, oder was? Nein. Weißt du, wie das aussieht? Wie so eine Ölkatastrophe an der Ostsee. Reinleuchten? Da fehlt jetzt nur noch, dass da so eine richtig fies angeschmierte Möwe drin kränkelt. Einen Satz vorher noch. Wir sind hier bei Jonas, damit die Jungs das nicht sehen, dass wir das umbauen. Und Jonas' Eltern haben hier so eine Selbstversorgerwerkstatt irgendwie, in die wir uns so halb eingemietet haben. Aber brauchen wir eigentlich nicht, weil du hast alles mitgebracht. Überraschung Nummer 1, beziehungsweise Basis für alles, ist das Gerät hier. Ja, 2 Stück haben wir davon. 4-Kanal-Funkfernbedienung, damit der Kameramann schön von hinten alles ansteuern kann und die Jungs immer wieder neue Scheiße erleben. Und das Ding müssen wir aber ja nachher verstecken. Lass doch hier einfach Ja, genau. brauchen wir eh nicht. Es ist ja eh nichts drin. Ist eh nichts drin, ist Stecken sowieso wir in den leer. Behälter. Für schnell habe ich die Parasiten, Was ist das? Stromdiebe. Wie? Da kannst du an ein anderes Kabel ran? Ja, machst du das eine Kabel so da durch. Das ist mega geil. Also es ist niemals, ich darf das in der Firma natürlich nicht verwenden. Nee, weil du einen Metallkeil in das Kabel reinrammst, wenn ich das Ja, richtig genau. verstehe gerade. Und so, und dann machst du das runter und hast die beiden verbunden. Wie heißt das? Stromdiebe? Stromdieb, Parasiten. Stromdieb-Parasiten, das klingt Ja, richtig irgendwie geil. sowas finde ich auch. Ist aber wirklich Hobbybastelkacke. Aber für hier ist es wunderbar. Die Kacke ist genau mein Metier. Ich habe auch noch so ein komisches Asiatenteil dabei. Die habe ich versucht schon bei unserem Treckerdreh zu benutzen. Da ging das gar nicht. Oh, wie mich erschreckt. So, jetzt haben wir hier so 2 Ösen dran, oder was? Mach mal erstmal nur eins fest. Jetzt kein Scheiß, nichts. Oh, Alter, ey. Geht. Das ist nix. Da kündigt mal das kurz im Team an. So, die müssen wir irgendwo richtig fies verstecken. Ja, und die wird aber nicht einfach mit dem Knopf gezündet. Ich hätte ja gerne, wenn man bremst. Das machen wir mit der Originalhupe. Aha, und dann haben wir noch einfach eine zweite, dass wenn sie die Hupe abgeklemmt haben, was ich tun würde, Ganz wenn ich genau. immer, dann kannst du noch mal drauf drücken und ihnen zeigen, da ist noch was an. Ja. So, wir schmeißen das jetzt einfach hier irgendwo ins Cockpit. Ich habe hier eine Wunderkerze, du, guck mal. Das ist cool, wo hast du die her? Also, ich lag da gerade drin. Doch, geht noch an. Guck mal, lag hier für uns beide. Oh. Schön, ne? Wichtig ist, dass es nachher wieder so zu ist. Hier haben wir ja doch aber theoretisch auch schon wahrscheinlich Strom, oder was ist das? Die Hupe können wir hier hinter machen. Die strapsen wir hier oben beim Handschuhfach fest. Okay, und dann die glauben, das wäre Abdeckung- dann hier drin? Genau, und dann können sie hier drin rumsuchen und da ist nichts. Lass uns da irgendwie noch so einen offenen Joghurt reintun. Wenn sie dann da Und suchen. die falsche Hupe von dir, die du noch hast, die legen Geil. wir da mit Kabel noch rein, die Ja. wir da wegmachen. Und dann klemmen sie die ab und es geht trotzdem Und sie sind weiter. so, ja, easy, wie doof Oh, sind die wie denn? doof Und sind die, da, genau, so machen richtig wir geil, das. das ist mega geil. Was wir jetzt tun, ist, wir nehmen diese kleine Hupe und verstecken die über meinem Handschuhfach, ziehen die mit Strapsen ganz oben fest und dann wird das ganze Ding an den Sender rangemacht. Und wenn sie dann die Hupe, meine eigentliche Hupe abkoppeln, dann kann man hier immer noch mal einmal drauf drücken und dann macht das nochmal Feuer im Innenraum. So, jetzt ist es ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil ich das an so einem Kabel festmachen muss. Was ist hier oben drin? Au.
Was ist das denn? Oh. Ich habe gerade eine Lampe abgebaut. Tanja! Oh, was denn? Das ist eine Lampe, du, glaube ich. Die habe ich da gerade rausgezogen. Die ist aber eh schon Wieso ganz ist die? lange Ach, verstorben. Das ist die Lampe aus meinem Handschuhfach. Die geht aber nicht mehr. Aha. Ich dachte schon, wir hätten was kaputt gemacht. Es ist nicht möglich, Wetten? Tanja. Nein, es ist nicht möglich. Wetten? Es ist viel zu klein. Es ist viel zu klein. Du bist, glaube ich, ganz woanders. Nein, ich bin... Hä, wo meinst du denn? Was gibt's denn noch für eine Ecke? Tesafilm. Was ist denn da alles drin? Oh Gott, ich glaube, ich hab's. Oh, ich glaube, ich hab's. Willst du das jetzt noch mal arretieren? Ich hab schon. Und hält das? Ja, klar. Ja, siehst du. Aber das sitzt sehr geil. Das sitzt hier. Und da kommst du halt... Also wenn du es aufmachst, sitzt es hier, in dem Zwischenraum, genau da. Das ist halt voll die geile Ecke. Und da unten ist dann was davor, da kannst du natürlich nichts mehr sehen und fühlen dann auch nicht mehr. Erstmal überhaupt, die freuen sich auf so ein richtig geiles amerikanisches Superauto mit Kultur und Geschichte und kriegen erstmal meinen Kackhaufen. Das ist schon mal Ganz ehrlich, ein alter Volvo ist kein Kackhaufen. Nein, aber ein ich weiß, geiles dass die beiden Auto. sich sehr darauf freuen und ich finde es richtig gut, Menschen zu enttäuschen. Das ist herrlich. Die eigentliche Falle ist platziert. Jetzt kommt noch die Attrappe davor. Das ist das Klebeband. Was liegt da gerade? Wo habe ich denn jetzt? Gott, oh Gott, aber die Regel wurde rausgezogen. So, jetzt die Kabel da rein. So, guck mal, so machen wir das jetzt. Ziehe an den Kabel, mache hier unten einen dicken Knoten rein. Der muss richtig wulstig sein. So ist super. Wenn du jetzt hier eine Hupe ziehst, ist hier halt Schluss. Ist das scheiße. Das wäre geschafft. Boah, Digga, Alter, ist das laut. Echt? Ja, setz da aber bitte einmal rein. Das geht gar nicht klar. Ja. Alter. Boah, ist das fies. Grenzwertige Erfahrung auf jeden Fall. So, was wollen wir jetzt als zweites die andere Hupe anschließen an den Bremslichtschalter? Ja. Es gibt zwei Eingänge. Einer davon ist quasi Dauer plus. Und dann ist es wie so ein Schalter, wenn ich das Ding runterdrücke, dann wird der geschaltet und kriegt dann, das ist einfach ein Schalter, der zugeht. Ja. Und dann können wir hier rangehen und wenn er dann geschaltet wird, dann machen wir unsere Trompete da vorne an. Das ist sehr cool. Genau, also Dauerstrom, hier der Kollege und daneben das geht an, wenn man das Pedal drückt. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Schuh ran gemacht, ja. Jetzt können wir da rangehen und hier mit unserer Hupe schalten mit dem Kollegen. Oh Gott. Scheiße, ich habe meinen Luftfilter abgebaut. Was für ein Luftfilter? Ja, oder keine Ahnung. Du? Ja. Kannst du mal auf der anderen Seite da irgendwie so rein? Ja. So, guck mal, wo meine Hand Ach ist. da, perfekt. Perfekt. Hier, nimm das. Dann hier einfach rot an rot. Und jetzt hier vorne. Au! Au, ich häng fest. Au! So, jetzt stecken wir es hier an. Oh nee, der Schuh ist zu breit. Scheiße. Tanja, ich habe meinen Schuh verbogen. Nein. Doch. Jetzt habe ich dich. Ha! Aua! Oh. Da! Oh, super! Es ist komplett versteckt. So, ich mache das jetzt über das Kabel. Vorhin kurz nicht so richtig aufgepasst, als du das erste Mal vorgeführt hast. Und geklaut. Du brauchst eine Zange, um das zu klauen, das weißt du, ne? Ja, na klar. Du kannst ich mal unmöglich haben. dieses... Ich habe das mit der Hand schon zusammengedrückt. Das kann man nicht mit der Hand zusammendrücken, auch du nicht. Erledigt. Erledigt? Oh ja, komm, das hält so. Komm. Jetzt hupe ich gerade. Ja, nee, hier hupt nix, dann ist die Sicherung durch. Also die sieht nicht mehr. Die ist kaputt. Das sieht man daran, dass sie nicht mehr ganz ist. Normal sind hier auch Sicherungen irgendwo drin. Ich habe mal eine Hand hier reingeschmissen. Strickst du? Das ist ein Abschleppseil. 24 Geburtstagskids. Hier ein Barometer, Deo, großer Gummihammer, extra Superlash, Mascara. Was ist denn geiles? Modellbahnfluid. Hab ich das denn hier drin? Oh. Das war die Sicherung. Das war wirklich die Sicherung. Krass, Mann. Weil mit der Frau kann man ein Problem identifizieren, um es dann zu lösen. Bei mir ist immer so, ja gut, kauf ich mir ein neues Auto. Ah, ey! Oh, warst du das, du Schwein? Nein. Hör auf! Brems mal. Ja, jetzt check ich schon. Wir haben es. Also das da muss jetzt in einen verbunden werden. Das ist jetzt eine Verbindung zwischen Bremse und Plus für die Hupe. Und Masse kommt da auch raus. Also wir schließen den Stromkreis über die Kiste da. So, gucken, geht nicht. Scheiße. Bremsen jetzt. Wehe, wenn der Scheiß jetzt nicht funktioniert. Dann fahre ich nach Hause. Dann habe ich keine Lust mehr. Schalte mal.
Echt jetzt? Tanja, ich kann nicht mehr. Wo hast du denn deine Masse jetzt her? Die habe ich das gegeben. Kurze Begriffsklärung. Masse ist dein Minus, richtig? Ja. Halt mal einfach kurz. Habe ich aber eben auch nicht gemacht. Nee, eben haben wir ja auch das, mach mal da ein Minus. Lass mal! Lass mal! Ich bin das nicht. So, ich konnte auch nicht ausschalten. So, dann lass das mal eben hier ein bisschen verstauen und dann gehen wir das nächste und vielleicht letzte Projekt an für die Karre. Es ist Endmontage, wenn alles geht. Jetzt hier schön nach hinten verstecken. Lieber noch einen zur Sicherheit, sage ich immer bei Hupenfixation. Jetzt werden wir eine kleine Sprenkelanlage auf dem Beifahrersitz montieren, sodass immer, im besten Fall, wenn man kuppelt, der Beifahrer eine kleine Ladung Wasser abbekommt. Ist doch geil, dass der Fahrer das entscheiden kann. Wenn die merken, was sie für eine Schüssel hier haben, dann werden die das auf jeden Fall ausnutzen. So, und dann legen wir den Schlauch in den Innenraum. Genau, aber das ist jetzt ja erstmal für die... Das ist jetzt erstmal nur dafür. Das willst du jetzt nur abkleben. Das mache ich jetzt hier drauf fest. Ich habe noch eine andere Idee. Ja? Wir nehmen uns einen Deckel, machen das Loch da richtig rein und versiegeln das. Können wir auch machen. Ich hatte auch einen Deckel für das Ding. Weil dann kannst du den nämlich jederzeit nachfüllen und da jetzt nämlich nicht. Oh, schön. Oh, jetzt ist aber Spannung drauf. Hast du gesehen? Schon so, geht schon. Guck mal, so. jetzt pass auf. Weil ich mache es doch nur mal einmal so. Aber jetzt läuft nicht hier. Ist das eine geile Halterung oder was? Du, wie findest du das eigentlich? Ja. Ich habe dich extra zweimal nicht getroffen. Oh, sorry. Vertraust du mir oder was? Nein. Geil wäre, wenn das Wasser so von unten kommt, dass die Hose an sehr entscheidenden Stellen nass wird. Guck mal, dann machen wir hier, wir machen das von unten nass, als hätte er sich eingeschissen. Das ist doch geil. Das läuft dir mit eine Kimme. Das ist richtig geil, die Hose von unten nass machen. Das läuft jetzt so, wenn du auf den Knopf drückst, wird das einfach hier vorne, kriegt unser Empfänger halt das Signal, Kanal 3 zu schalten. Damit geht die Pumpe kurz an, solange wie du drückst. So, und ich stecke dieses Kabel, diesen Schlauch, jetzt hier rein. Wollen wir die Flasche vorne in den Motorraum Ja, oder nehmen hier. oder wollen wir die hier hinten oder in den Kofferraum nehmen? Dann Und dann brauchen wir nur ein langes Kabel. Ja, ziehen wir nur die Kabel durch und die Flasche können wir hier ganz entspannt irgendwo... Ja. Hier, über dem Radkasten, habe ich noch Platz für Utensilien. So, Ja. Guck mal, jetzt sogar schon da eine ist schon drin. eine Flasche drin. So, und da kommt einfach gleich noch eine rein. Genau. Oh, dann hast du eigentlich die tote Katze hier drin schon mal gesucht, oder? Stinkt's hier Oh, für wie? dich? Ja, die kann Wirklich jetzt? Ja, echt, der stinkt hier irgendwie nach toten Milchsee. Irgendwas stinkt hier drin. Erzähl, wirklich jetzt? Nein, Ich ich sag meine, doch schon die ganze Zeit, dass hier ein bisschen Muff. irgendwie mufft das Ding hier. Ich sag ja, hast die tote Katze schon gefunden? Ja, ich habe hier das erste Mal gesaugt seit einem Dreivierteljahr oder was. So. Oh. Ja, ach komm. Aber ihr könnt mir doch beide nicht erzählen, dass euch das jetzt richtig Bock macht. So dieser Fummelkram mit den Fingern immer in so kleinen Löchern und so kleine Kanäle und alles. Hm? Gewöhnungssache. Guck, kaputt jetzt, der Finger da. Ja, macht nichts. Den letzten habe ich im Holm stecken lassen. Wirklich jetzt? Wie ist der kaputt gegangen? Ich habe es versucht mit Holz und das ist das Ergebnis. Hätte bei Metall bleiben sollen. Ich wollte ein Vogelhäuschen bauen und das ist in die Hose gegangen. Mach mal Wenn Mittelfinger. jetzt jemand Mach mal nimmt- Mittelfinger. Ja, ich wollte es gerade Das sagen. sieht so wenn du geil jetzt, aus. mach nochmal bitte. Das ist cool. Oh, du kannst den Trick machen. Ja, das Der ist ja richtig geil. Der ist auch richtig. Ich mache noch die Abdeckung vor und dann ist es komplett versteckt. Und das ist wichtig bei einem ganz klassischen Prank. Anschließhorn. Ja, drück mal auf die 3. Es geht mega geil. So, die Länge. Vollgas. Stell mal vor, das hast du in der Hose. Innerhalb von 2 Sekunden, ey. Die kotzen komplett ab, ey. Geil. So, jetzt pass mal auf, da. Pass mal auf, da. 1, 2. Bremst nochmal. Das hältst du ja nicht aus, Alter. Oh, was ist das denn für ein Scheiß? Oh Gott. So, was ist jetzt hier passiert? Oder hier ist jetzt, oder warte mal, oder hier ist irgendwas kaputt. Stopp mal, da ist die verfickte Hupe drunter. Wir stecken das direkt in die Hupe rein. Nee, direkt auf den Ring. Doch, er hat Ja? recht. Guck mal hier. Da hakt der unter den Ring, oder? Ja. Wir haben unsere Motorhaube in der Hupe befestigt. Ja. Mann, ey. Sehr schön. Jetzt ist er wieder drin, oder? Ja. Dann muss ich jetzt immer, bevor wir losfährt, einmal eben hier so raus. Ja, genau.
Ja, profimäßige Einstellung der Haube. Das war ein Ritt, ey. Ich dachte wirklich, das dauert so 20 Minuten, weil das ist ja nur an bestimmte Stromkreise anschließt, aber das war ein bisschen mehr. Nee, Elektrik dauert nie 20 Minuten. Elektrik dauert immer 20 Jahre. Also, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, obwohl es auch ein bisschen schlimm war für mein Fahrzeug zumindest. Ein bisschen hat mein Herz geblutet, aber wichtig ist, dass die beiden so richtig abheulen in der Karre und eine nasse Hose haben und ein bisschen kleinen Hörschaden. Die beiden steigen jetzt gleich ins Auto und dann fahren sie los. Und wir werden mal gucken, ob das funktioniert. Und vielleicht finden sie es auch sofort. Aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was gelernt dann. Vielen Dank euch beiden. Also ich glaube, alleine hätte ich es nicht geschafft. Jetzt nur noch entscheiden, ob das auch wirklich funktioniert bei Brian und Joel. Das sehen wir in der nächsten Kliemannsland-Folge. Da sind die beiden dann nämlich unterwegs in ihrer Karre oder in meiner Karre. Versuchen dieses Duell zu gewinnen und werden genervt bis nach Mappen. Also, bis zur nächsten Folge. Bei den Rallyes von Sich, vom Superleute und Venture Club. Schön, dass wir die Rallye hier ins Leben rufen durften.